Willkommen zurück zu Valeries Und Romans? kleiner Potterwelt. Heute mit dem Set 76430 der Eulerei von Hogwarts. Das ist das erste Mal, dass Lego sich an dieses Objekt herangetraut hat und wir waren entsprechend neugierig und gespannt darauf. Ja, da sind 364 Teile drin bei einem offiziellen Verkaufspreis von 44,99 €. Ganz schön stolz. Ja, das macht 12 Cent pro Stück und da sind wir ganz schön hochpreisig angesiedelt. Dann soll es mal lieber gut sein. Ja, also wer sich dafür interessiert, bei Steinehelden zum Beispiel gibt es jetzt schon deutlich unter 40 €. Was bekommen wir nun dafür? Wir bekommen 3 Minifiguren. Wir haben hier Cho, Harry und Mr. Filch, wobei Cho jetzt hier mit dem Rockteil und diesem Schal, die gefällt mir ausgesprochen gut. Cool wie immer. Dann Harry hat auch ein neues Outfit spendiert bekommen. Statt der üblichen blauen Trainingsjacke gibt es heute eine in braun mit einem grauen Hoodie drunter, was wir besser sehen, wenn wir es kurz umdrehen. Sehr gut. Cooler Print. Und dann Mr. Filch, der statt der üblichen Laterne jetzt einen Besen in der Hand hält. Zum großen Reinemachen in der Eulerei. Ja, genau. Dringend nötig. Der hat aber jetzt im Gegensatz zu den vorigen, da hat er immerhin noch auf dem Beinteil einen Print, ist diesmal das eine rein braune Hose. Hat man den Druck weggespart. Ja. Hat man nicht genügend Verdienste gehabt bis jetzt. Leider downgegradet. Na gut, dann haben wir in diesem Set, es ist ja eine Eulerei, also viele Eulen drin. Und einen schönen nämlich Monitor. 5,5. 5,5? Wow. Schauen wir mal. Ja, Vielleicht noch eine versteckt irgendwo oder sind es genau 5,5? Mal sehen. lass dich überraschen. Also, wir fangen mal an mit hier den beiden mit den offenen Schwingen. Eine schneeweiße, könnte Hedwig sein. Dann haben wir hier eine schöne rotbraune, die haben wir noch nicht gehabt. Dann diese Art kennen wir schon aus dem Privet Drive, genauso wie diese dunkelbraune hier oben drin. Ja, dann sind wir Bei 4. Dann haben wir die Steineule hier unten noch. Ja, ich wollte jetzt erst zu der kleinen Babyeule übergehen, die ja okay. ganz was Süßes ist, also Der ist ja nett. ganz neu. Und Nummer 5 ist dann hier diese steinerne Eule auf diesem Podest. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir in dieser Märzwelle, vergessen wir nicht die Sammelkarten hier oben. Das ist eine von 14 Sammelkarten, die jetzt in diesen neuen Sets enthalten sind. Diese ist ganz leicht an dem Diadem zu erkennen, nämlich Rowena Ravenclaw. Aber zum Beispiel im Bootshaus hatten wir jetzt schon eine, da haben wir überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Und ich muss sagen, also es macht doch mehr Sinn, Lego, bitte die Namen drunter schreiben. Das Also wäre im echt mal eine hübsche Bootshaus Auflösung. haben wir, ich glaube, die Dame mit dem Spitzenhut. Also ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube auch noch nicht so richtig. Es gibt einige Blogs, die darüber mutmaßen, aber keiner weiß, was genau ist. Also, Lego, gib uns mal ein bisschen Hilfestellung, wen ihr hier abgebildet habt. Ja, ferner haben wir neben den Eulen haben wir hier noch eine Spinne und wir haben eine weitere Ratte. Das Ganze geht hier. Und ja, damit Dann? hat sich's eigentlich. Und dann schauen wir uns einfach den Turm jetzt ein bisschen an. Der ist schön ist- hoch eigentlich, ne? Ja, also wir werden ja, beziehungsweise Roman wird nachher nochmal den Vergleich machen mit dem Eulenturm, den wir schon vor 2 Jahren euch vorgestellt haben in einem Video, der ja deutlich kompakter ist. Der ist jetzt eben halb offen und hat große Luken hier für die Eulen, wobei man auch hier ein gewisses Platzproblem hat. Diese Eulen stehen nicht umsonst schräg in ihren Luken, weil man sie frontal wegen den Schwingen gar nicht hinstellen kann. Also hier wäre zum Beispiel so ein transparenter Stab
ganz nett gewesen, dass hier die so anfliegen können oder wegstarten. Das hätte mir schon ganz gut gefallen. Also hätte jetzt auch nicht die Welt gekostet. Wir haben natürlich auch Stäbe unten, aber wir wollten es ja jetzt mal vorstellen, wie es ist. Ja, mit dem etwas komischen Platzbedarf gehen wir gleich weiter hier mit den Figuren. Es ist wahnsinnig wenig Platz. Es ist eine winzige Treppe, hier nur mit einem Noppenteil. Und ja, wie sollen die da bitte drauf stehen? Die stehen immer mit einem Bein in der Leere. Also. Und wie soll dann Joe jemals Harry küssen? Das wird ja nie was hier. Also man hat echt Mühe, diese 3 Figuren irgendwie zu stellen. Wir können mal Joe da oben hinstellen. Wir können dann Harry hier vielleicht mal hinstellen. Und Mr. Filch können wir noch hier hinstellen. Also, und dann ist der Platz aber echt schon voll. Mehr geht da nicht. Und das finde ich jetzt einfach ein bisschen schmalbrüstig. Genau. Das hätte deutlich besser gehen können. Also, auch hinter dem Geländer ist einfach wahnsinnig wenig Platz. Da passt geht gar nichts. Kein Mensch hin. Auch da oben passt niemand hin. Das ist auch kein Ausguck. Es muss einfach plötzlich Geländer und dann sofort das Dach. Genau. Also irgendwie, das sieht ganz nett aus, aber es hat keine Funktion eigentlich. Ja. Genau, auch mit den Proportionen hier von diesem Bäumchen bin ich alles andere als zufrieden. Wenn man jetzt uns die Eule anschaut und hier dieses Bäumchen, das ist doch lachhaft fast, hätte eine ich jetzt verkümmerte gesagt. Fichte hinten. Ne? Nein, das ist keine verkümmerte, das ist ein Sämling. Ja, dann drehen wir noch mal ein bisschen um. Aber so von dem Formfaktor her finde ich es eigentlich... Farbgebung ist eigentlich cool, ja? Schön gelöst. Da graue Dächer, yeah. Ja, genau. Roman hat endlich wieder seine grauen Dächer zurück. Da sind wir echt froh drum. Warum hatten wir jemals grüne? Genau. Ja, dann haben wir hier eben ein paar versprengselt rumliegende Briefe, die Eulen haben fallen lassen. Wir haben seltsamerweise da oben 2 Laternen. Gut, wir können ja zaubern, wir brauchen keine Glühbirnen auswechseln, aber sie sind schon merkwürdig da oben, finde ich. Zünden, ja. Dann auch diese Verschläge für die Eulen, keine Ahnung, was das eigentlich darstellen soll, glaube ich, ist von der Proportion auch nicht wirklich überzeugend. Das bricht der Maßstab im Modell. Also das ist echt komisch. Ne? Ja. Und was ist da unten noch Rundes? Ah ja, genau, tun wir mal den Mr. Filch wieder weg. Wir haben hier zumindest mal ein kleines technisches Feature. Wir können das hier drehen. Wir hätten hier einen Käfig. Hier haben wir ein Eulenfutter-Großpaket. Das ist sogar ein Print, gell? Das ist ein Print, ja. Sehr, sehr schön. Geht doch. Normalerweise im Eulenkaufhaus zu erwerben. Und dann haben wir hier noch eine Wassertränke. Na da, ist auf alles gesorgt. Dann, du hast ja schon vorher so angedeutet, vielleicht sind doch eher 6,5 Eulen drin. Ich hatte mich ja ein bisschen mokiert hier über dieses Teil da, weil das bricht ja voll die Linie von dem Turm und dachte mir, was soll das eigentlich? Aber wenn wir in der Anleitung schauen, also nach dem ersten Bauschritt, dann haben wir doch hier eine Eule, oder? Ah, absolut, flapp, flapp. Die wird dann zwar überbaut später wieder, aber sie ist da. Also eine witzige Idee, also jetzt verstehe ich, warum das da ist. Aber es führt eben am Ende dazu, dass das Geländer so schmal ist. Und ich glaube, da kann man was besser machen. Ich glaube auch. Also für mich sind das jetzt, sage ich mal, so 3 Zauberstäbe, mit dem Auge zugedrückt, vielleicht 3,5, aber mehr wären es einfach nicht. Und dann gebe ich mal an Roman weiter, der sich dann einfach mit dem Vergleich der beiden Eulereien beschäftigt. Aber gerne doch. Tschüss. So, jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie das im Vergleich zu dem Mock, den wir vor 2 Jahren schon mal vorgestellt haben, der wirklich auch euer großes Interesse gefunden hatte, vergleichen. Und das war der Turm von eben einem Designer aus Australien, Michael, der hier immer wieder ganz tolle Sachen der Harry Potter Welt auch schenkt. Und hier sieht man, sie sind sich eigentlich ziemlich einig, wie hoch die Sachen sein müssen. Auch wir haben ein Hightech-Feature und können kurz messen. Also wir sind hier doch bei fast
40 Zentimetern, 38, und das ist doch eine respektable Höhe. Sie sind sich von der Grundidee erstmal einig. Ne? Es ist eben der Turm der Eulerei auf dem Felsen. Und der Hauptunterschied ist eben, wie wir gerade bei Valeries Review gesehen haben, Lego hat jetzt in der hier diese Halbfassaden, Theaterkulissen-Variante gewählt, die eben ein durchaus ansprechendes Exterieur hat und eben dann durch Wänden eben auch in die Innenseite hineinschaut. Viele Mock-Designer haben dann ja das geschlossene Gebäude lieber und machen dann Aufklappenmechanismen. Und wir hatten eben damals diesen Turm hier euch ja gezeigt gehabt, der wirklich auf einem etwas größeren Felsen eben sitzt. Es ist auch noch deutlich mehr Winter insgesamt. Hier ist eben kein Treppenproblem, sondern kann wirklich mit der Figur schön rauflaufen auch. Es gibt eben auch einen Eingangsbereich und eben mehrere Plätze, wo man Eulen befestigen kann. Auch eben diesen Doppelturm, wie er im Film auch kurz zu sehen ist. Aber hier eben auch einen richtigen Ausguck, wo die Eulen eben wegfliegen können. Und ich glaube, es ist ein bisschen Geschmackssache, ob man eher eben die kulissenartige Sache mag oder wie hier ein vollständiges Gebäude. Ich glaube auch, unser Geschmack hat sich wieder weiterentwickelt. Man könnte bei beiden gewisse Verbesserungen bringen. Und das Lustige ist, kaum hatten wir das Video gedreht oder geplant gehabt, es zu drehen, hat Micmac eben wieder mal vorgelegt. Und das, was wir eben in dem Video auch ansprechen, nämlich zu kleine Treppe, nicht nutzbare Platz hinter dem Geländer und fehlenden Ausguck, wie in seinem eigenen Entwurf, als Verbesserungsvorschlag für eben Lego veröffentlicht. Auf Rebrickable gibt es eine hübsche Anleitung, umsonst. Und deswegen werden wir wahrscheinlich in einem letzten Video zu dem Thema Eulerei uns mal anschauen, wie eine wirklich gelungene Lego-Eulerei aussehen würde, wie viel man da ändern muss und wie viel das bringt. So viel zum Thema Eulereien. Lasst euch nicht von Eulenspiegel hinters Licht führen und wir verzaubern uns dann nächstes Mal wieder mit der Bootshaus, wie wir gesagt haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.